Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft at Nature. Jetzt ist ja die kalte Jahreszeit und ich möchte euch heute mal was zeigen, was ich mir neu gebastelt habe. Ich bin zu dieser Jahreszeit immer sehr viel mit reflektierenden Tarps unterwegs, das heißt auch quadratische Tarps, weil ich mache wegen dem Kälteschutz hauptsächlich dann nur noch den Diamantaufbau, wo ich dann wirklich schön gemütlich drin sitze. Und ich habe jetzt hier für mich, für Touren, die ich alleine mache, habe ich hier so ein kleines quadratisches Tarp, 1,50 Meter mal 1,50 Meter circa. Das reicht mir völlig aus. Und da ich eigentlich immer wieder denselben Aufbau mache, habe ich mir jetzt extra dafür so eine Art eigene Ridgeline gebaut. Aber eine, die wirklich alle Funktionen abdeckt. Und die möchte ich euch heute zeigen. Ja, beim Diamantaufbau gibt es prinzipiell eigentlich sowieso nur zwei Aufbauvarianten. Einmal die erste, das ist die einfachste. Ihr habt einen Baum, spannt das Tarp da dran mit einer Ecke ab und macht es mit 3 Heringen fest und fertig ist der Diamantaufbau. Bloß manchmal geht es halt nicht, da muss man zwischen 2 Bäume ausweichen und da braucht ihr dann wieder eine Art Ridgeline mit einem Prusik, wo ihr dann in der Mitte die Tarpspitze befestigen könnt. Ja, und ich hatte immer einen Haufen Schnüre und Seile mit und irgendwie war das immer nicht so ganz ausgereift. Und jetzt habe ich festgestellt, dass ich hier im Winter nur diesen Aufbau mache und habe mir ein extra Ridgeline sozusagen dafür gebaut. Und die gehen wir jetzt mal zusammen durch. Da ich diese Art Ridgeline sowieso nur für das Tarp benutze, habe ich mir extra eine gebaut und die gleich hier in den Packsack von meinem reflektierenden Tarp gemacht. Hol's mal raus. So. Da ist es schon, das Set. Wie ihr seht, ist nicht viel und es ist auch sehr leicht. Machen wir das mal auf. Ja, hier ist die eigentliche Ridgeline und dann habe ich hier noch 4 Aluminiumheringe drin. Wenn es weicheren Böden hat, schnitze ich selber welche. Aber das ist eigentlich hier im Umkreis meist sehr hart. Also habe ich immer die kleinen Heringe mit, damit ich das auch vernünftig befestigt bekomme. Wenn der Boden weich ist, wie gesagt, nehme ich das Messer und schnitze mir aus Stöcken größere Heringe. Okay, dann schauen wir uns die Ridgeline mal an. Ridgeline in Anführungsstrichen. Man könnte sie fast Diamant-Ridgeline nennen. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Werde ich mir dann noch überlegen, wenn ich das Video schneide. Ja, wie ihr seht, hier die üblichen Spannklötze. Hier hat es einen Karabinerhaken mit Prusik. Verschiebbar. Dann ziehe ich das mal hier ein bisschen raus. Ja, und das erste Klötzchen ist hier, um das Paracord am Baum zu befestigen. Wenn ihr jetzt nur einen Baum habt, könnt ihr hier noch den Abstand zum Baum einstellen. Und mit dem zweiten Klötzchen, dem hier, weil der Prusik, der hält nicht so 100%ig, habe ich festgestellt, muss er aber auch gar nicht. Das ist für mich einfach nur hier in dem Falle eine Verschiebehilfe. Und den hintersichere ich dann einfach hier mit dem gebohrten Toggle. So, und ziehe das hier fest. Und schon ist das Ding bombenfest. Das wäre der Aufbau für einen Baum. So, habt ihr 2 Bäume. Kommt das hier auch wieder auf die eine Seite von dem einen Baum. Hier würde an den Karabiner das Tarp befestigt und hier geht er auch wieder um den Baum und macht hier den Truckers Hitch mit dem Klötzchen und spannt das Paracord wie bei der normalen Ridgeline. Okay, ich werde euch das mal kurz zeigen. Also, wollt ihr das Tarp am einen Baum abspannen, nehmt ihr hier einfach die Schlaufe, zieht das hier so durch den Prusik, dass er hier ein Ende bekommt, wo er mit um den Baum kommt. Das machen wir jetzt hier rum. Ja. Bisschen grau hier die Rinde. So, jetzt gehe ich in etwa hier so in Kopfhöhe und nehme hier praktisch das erste Klötzchen, den ersten Toggle, steckt den hier durch die Schlaufe und spanne das Ganze fest. So, dann haben wir jetzt hier den Karabiner
wo wir das Tarp dann einhängen. Ich mache den jetzt mal schön an den Baum ran. So, und dann hintersichere ich das Ganze hier mit dem zweiten Toggle und mache hier einfach eine Schlaufe drum. So, wie ihr seht, ist das jetzt fest. Hier können wir jetzt unser Tarp anbringen und abspannen. Für die, die meine Ridgeline noch nicht kennen, zeige ich es jetzt hier nochmal von nahen. Also hier ist die Schlaufe, hier ist das erste gebohrte Toggle. Da gehen wir hier einfach durch die Schlinge durch und dann können wir es hier festziehen. Das heißt, ihr habt es jetzt schon am Baum fest. Jetzt können wir hier unseren Karabiner positionieren, wo wir ihn haben wollen für das Tarp. Dann gehen wir mit dem zweiten Toggle davor und drehen hier einmal das Paracord so nach innen und ziehen es fest. So, jetzt haben wir es fixiert und jetzt kann man hier das Tarp befestigen. Das restliche Paracord bleibt in dem Fall hier hängen und ist ohne Funktion. Ja, was mache ich aber, wenn ich jetzt zwischen zwei solche Bäume möchte? Dann nehme ich natürlich wieder mein Seil. Hier haben wir unser Ende mit der Schlaufe. Das befestige ich jetzt ganz normal auf der einen Seite. Auf einem Baum wieder so in Kopfhöhe. So, dann nehmen wir hier das zweite Hölzchen mit, gehen hier um den Baum, so, machen uns hier eine Schlaufe, wie beim Truckers Hitch, seht das? Und dann gehen wir hier einfach mit unserem Spannknebel dazwischen, justieren das Ganze, richten es aus und spannen es fest. So, und dann haben wir hier in der Mitte unseren Karabiner mit dem Prusik. Den können wir jetzt so verschieben, wie wir das wollen. Ein bisschen anziehen und jetzt kann man hier wieder das Tarp einhängen. Hier nochmal vom Namen, also hier ist der Spannknebel, der am Baum befestigt ist. Dann kommt hier unser Paracord. In der Mitte hier hängt der Karabiner zum Festmachen des Tarps mit einem Prusik. Der zieht sich dann fest und kann nicht mehr verrutschen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann hier unsere Schlaufe mit dem Toggle als Spanner. Und damit kann man dann hier das extrem festspannen und durch Drehen von dem Toggle, die meisten von meinen Abonnenten kennen es ja, ist das Ding dann sofort wieder los. Gut, dann würde ich sagen, spanne ich mal schnell das Tarp ab, baue mal das Lager auf, dass wir das einmal befestigt haben. Hier brauche ich nur 3 Heringe, die nehme ich mir schon mal raus und stecke mir die hier in die Hose. Dann habe ich da Zugriff drauf. So, dann brauchen wir noch unser Tarp. So, das hänge ich dann hier einfach in den Karabiner ein. Suche mir hier die Gegenstelle, die Diagonale, und spanne es erstmal nach hinten ab. So, und nun noch die Seiten. Oh, das kennt ihr ja eigentlich. Und schon ist das Ding aufgebaut.
So schnell geht das. Ruckzuck erledigt die Geschichte. Ja, jetzt werde ich erstmal das Lager einrichten und mich das noch ein bisschen gemütlich machen hier unten. So, jetzt habe ich das Lager aufgebaut. Ich werde es mir jetzt hier noch ein bisschen gemütlich machen. Kleines Feuerchen, mein Wärmereflektor habe ich auch schon wieder aufgebaut. Werde mir noch einen Kaffee kochen und den Moment hier genießen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich wollte noch mal betonen, diese Blockade bei dem Aufbau für einen Baum. Das ist eine ganz praktische Sache, dass ihr den Karabinerhaken verstellen könnt in der Länge, weil so könnt ihr höher an den Baum ansetzen und könnt den Haken weiter wegspannen. Dann habt ihr noch Platz zum Beispiel, um so einen Wärmereflektor hier aufzubauen. Okay, die ganze Geschichte zeige ich noch mal im Detail aus der Werkstatt. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen den Wald genießen. Wir sehen uns später. So Leute, jetzt bin ich wieder in meinem Bastelkeller angekommen. Jetzt erkläre ich euch den Bau dieser Diamantritschlein nochmal ganz genau vom Detail auf. Und zwar hole ich sie erstmal raus aus meinem Packsack hier und dann schauen wir uns das mal zusammen an und gucken mal, wie das genau zu machen ist. Also so sieht das Ganze aus. Das ist hier so ein Mesh-Packsack von Tasmanian Tiger. Da kann man dann auch gleich sehen, was drin ist. Die sind noch sehr praktisch. Die verlinke ich euch natürlich unter dem Video. Das ganze Material, alles was ihr dazu braucht. Okay, aber nun mal zu der eigentlichen Ridgeline. Das wäre dann die hier. Ich lege die mal hier auf den Tisch und dann schauen wir uns das mal an. Ja, also jetzt nochmal im Detail, woraus die Ridgeline besteht. Natürlich einmal hier aus einem Stück Paracord.
Ich habe hier 8 Meter genommen. Das könnt ihr aber so halten, wie ihr wollt. Das ist halt der maximale Abstand, den ihr zwischen den Bäumen abspannen könnt, wenn ihr den freistehenden Aufbau macht. Ich würde es nicht zu lang machen, weil sonst kann man es nicht mehr vernünftig auf die Hand aufwickeln. Also bewährt haben sich bei mir so zwischen 8 und 10 Meter. Das sind jetzt hier, glaube ich, 8 Meter, weil ich nicht mehr hatte. Ja, dann haben wir hier ein Karabinerhaken mit einer Prusik-Schlinge. Wie gesagt, diese Prusik-Schlinge hier, die hält natürlich nicht so super fest, weil sie hat hier den gleichen Durchmesser vom Paracord wie die eigentliche Ridgeline. Das sollte ja eigentlich immer dünner sein. Normalerweise nimmt man da Blankline. Die hält wesentlich fester. Brauchte ich aber in dem Fall nicht. Mir ging es hier eigentlich mehr um die Zugfestigkeit und um das Anfassen. Das ist hier eben stabiler. Und ja, wie gesagt, das Verklemmen mache ich ja dann hier mit dem Buschkraftknebel. Das zeige ich euch gleich noch. Ja, und hier habe ich praktisch einfach eine Schlaufe reingeknotet mit einem Spierenstich. Dann kommt hier so ein Buschkraftknebel. Wer die noch nicht kennt, das ist Buchenholz. Das ist ungefähr 4, also nicht ungefähr, es ist 4 cm lang und hat in der Mitte eine Bohrung, 5 mm, wo man das Paracord dann durchzieht. Ja, und das kommt dann, wie gesagt, hier so durchgelegt um den Baum. Das habe ich euch ja in dem Video schon gezeigt. Und da spannt ihr dann die Ridgeline am Baum fest. Ja, das andere war dann hier praktisch die verstellbare Länge. Und wie gesagt, wenn man hier zieht, er klemmt schon, der Prusikknoten, aber es ist halt nicht so bombenfest. Ich hintersichere das einfach. Ich schiebe den auf die Länge, die ich haben möchte. Dann gehe ich hier mit meinem Buschkraftknebel daran und verklemme das Ganze oder mache das fest. Ich zeige es mal, ich hole mir mal ein bisschen Schnur. Also im Endeffekt müsst ihr hier eigentlich nur eine Schlinge legen. So, damit man es ein bisschen besser sieht hier im Video. Ich halte es mal so hin. Und das Ende, das stülpt ihr hier einfach drüber und zieht das fest. Und schon ist der Knebel hier bombenfest. Da rutscht nichts mehr. Und dann geht der Prusik halt bis zu dem Knebel und dann ist das Ganze fest. Ja, ich habe mich hier in diesem Falle für einen Karabinerhaken entschieden. Der ist hier von Defrantix. Der wiegt nur 5 Gramm, der ist aus Flugzeugaluminium. Der hat sich sehr bewährt, ist auch verschraubbar. Eben wenn es dann im Winter stürmisch ist und das Tarp flattert. Das ist bei so einem Knebel, könnte dann die Lasche rausrutschen. Ich habe deswegen hier diesmal einen Karabiner genommen und da sitzt das bombenfest. Da kann stürmen, winden. Da passiert nichts. Ja, wie gesagt, das Stück Paracord hier für den Karabiner, das ist 30 cm lang. Das habe ich dann hier auch mit dem Spierenstich verknotet und da hängt dann halt der Karabiner dran. Ja, und die Knebel, die kann man dann halt bis nach hinten ziehen, aber das habe ich euch ja gezeigt, bis um den Baum rum. Da macht man hier praktisch eine Schlaufe, wie beim Truckers Hitch, so, geht dann hier um den Baum, ein bisschen rausziehen und kann das Ganze hier so einhängen und abspannen. Und schon hält das Ganze und ihr habt dann hier in der Mitte euren Karabiner hängen, wo ihr dann das Tarp aufhängen könnt. Ja, des Weiteren habe ich hier noch 4 Aluminiumheringe drin, 18 cm, 4 Stück, einer halt als Reserve, man weiß ja nie, falls mal einer verloren geht oder abbricht oder sonstiges, habe ich halt 4 mit in das Set gepackt. Ja, wie gesagt, das Ganze ist sehr, sehr leicht. Muss mal eben schauen, ich habe es mal ausgewogen. Also die Ridgeline an sich hier, die wiegt rund 80 Gramm mit den 8 Meter Paracord. Ja, und das ganze Set mit Hering wiegt 146 Gramm. Das habe ich so auf der Küchenwaage ausgewogen. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch offen, wie man hier diese Knoten macht. Für die Leute, die es nicht kennen, ich hatte letztlich sogar wieder eine Anfrage, wie man diesen Knoten knotet. Und das werde ich jetzt nochmal in Ruhe hier mit euch mit ein Stück farbigen Paracord machen, damit man es ein bisschen besser sieht. Wenn ihr diese Buschkraft Seilspanner nachbauen wollt, achtet unbedingt darauf, dass es ein hartes Holz ist. Wenn ihr das mit einem Stück Kiefernast macht und da dran zieht, dann bricht es einfach weg. Also es muss was Hartes sein, ein Hartholz. Also wie gesagt, ich habe hier einen Buchenrundstab benutzt, 12 mm.
und den dann in 4 cm Stücke gesägt und dann das Loch in die Mitte reingebohrt. Aber über die Seilspanner mache ich demnächst nochmal sowieso ein separates Video, weil in den Jahren, wo ich sie jetzt benutze, hat sich doch nochmal ein bisschen was geändert. Ich denke, ich werde dann auch nochmal ein aktuelles Video drehen zur Ridgeline, zu meiner aktuellen, die ich habe. Das mache ich jetzt mal dieses Jahr noch, das hatte ich eh schon länger vor. Aber gut, nun zum Spierenstich. Jetzt knote ich mit euch den Spierenstich. Der eigentliche Spierenstich dient zum Verbinden zweier Enden. Und zwar macht ihr hier einfach einen Knoten, einen ganz normalen. Dann geht er entlang der Achse genau parallel hier durch und macht hier hinter wieder einen Knoten, müsst aber das Ende mit einbinden. So, und dann seht ihr schon, bekommen wir 2 Knoten, die hier parallel liegen, und hier kann man den Knoten dann festziehen und schon ist das Ganze verbunden. Der Vorteil von diesem Knoten ist, er löst sich nicht, aber er lässt sich leicht lösen. Ihr habt dann praktisch hier eigentlich nur das eine Ende und dann könnt ihr das hier lösen und hier lösen. Relativ einfach, auch wenn der Knoten unter Zug stand. Und schon ist das Ganze auf. Ja, und ich habe in diesem Falle aber ein bisschen anders gebunden. Ich habe praktisch hier den Knoten ins Seil gemacht. So. Und bin mit meinem Ende wieder zurück, weil ich will ja eine Schlaufe haben. So, aber im Prinzip ist es halt dasselbe. Jetzt liegt hier dieses Seil wieder parallel zu dem. Dann geht er hier wieder rum. Macht wieder einen Knoten. So. Da seht ihr sie schon wieder beide. Und dann zieht sich das Ganze genauso fest. Ja, und wie ihr seht, sieht der Knoten auch schick aus. Und vor allen Dingen, im Gegensatz zu so einem normalen Knoten, löst der sich auch nicht. Also bei dieser Knoten hat sich bei mir noch nie gelöst. Im Gegensatz zu dem hier, den wir ja alle kennen. Einfach das Seil doppelt genommen und dann hier durch. Zack. Ja, komm, bisschen futzelig hier vor der Kamera. So, das wäre ja der normale Knoten doppelt geschlagen. Und der hat sich bei mir mehrfach gelöst. Seitdem benutze ich den nicht mehr. Der lockert sich hier irgendwie beim Wackeln und dann rutscht euch das Ende durch. Also der ist nicht professionell, den kann man nicht so gebrauchen. Und deswegen ist bei mir dieser Spierenstich sehr beliebt. Ja, wie ihr seht, habe ich hier schon jetzt mal so einen Seilspanner auf die Leine gezogen. So, und jetzt brauchen wir natürlich bei unserer Ridgeline nachher hier zum Schluss, damit euch das ganze Klambam hier nicht runterfällt, braucht ihr natürlich noch einen Endknoten. Dann nehme ich so einen Fischerknoten, der geht eigentlich auch relativ simpel. Ihr geht hier, nehmt das Seil, geht einmal hier über den Finger. Na, das wird nicht reichen. So, machen wir es nochmal. So, also einmal über den Finger, nochmal rum. Dann haltet ihr das Ganze und steckt das Seil hier wieder durch. Wie ihr seht, tada, haben wir hier den Fischerknoten. Den habe ich als Stopper-Endknoten noch in die Ridgeline gemacht, damit einem hier die Seilspanner nicht vom Seil rutschen. Ja, mehr braucht es eigentlich nicht für die Diamant-Ridgeline. Den Prusik-Knoten hier, also die Prusik-Schlinge, die habe ich übrigens auch mit dem Spierenstich geknotet. Das ist genau das gleiche wie die Schlinge hier, weil wie gesagt, ich mag den Knoten, der hat sich bei mir über Jahre bewährt, lässt sich super lösen, löst sich aber nicht von selber und ist unheimlich zugfest. Ich liebe diesen Knoten. Ja, sehr viel mehr gibt es eigentlich zu der Diamant Ridgeline auch nicht zu sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, natürlich gerne in die Kommentare. Das ganze verwendete Material verlinke ich unter dem Video für die Leute, die es nachbauen wollen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, war's das. Dann werde ich das Video an dieser Stelle schließen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.